Versiegelte Felgen sind leichter zu reinigen, wem aber die Keramikversiegelung zu aufwendig ist und der trotzdem Schutz auf den Felgen will, der ist jetzt hier richtig. In dem Video möchte ich euch eine Felgenversiegelung zeigen, die jeder zu Hause machen kann, auch regelmäßig wiederholen kann oder aber auch beim Saisonwechsel bei einer demontierten Felge vornehmen kann, die nicht so aufwendig ist wie eine Keramikversiegelung, aber trotzdem sehr hohen Schutzfaktor bietet. Am Ende des Videos werden wir euch auch nochmal die Performance nach einiger Fahrleistung zeigen, um mal zu gucken, ob sie wirklich leichter zu reinigen sind. Apropos Reinigung, die Felge ist jetzt schon gereinigt und noch nass. Wie wir die Felge gereinigt haben, sogar konkret diese Felge an dem Fahrzeug, haben wir euch in einem anderen Video gezeigt, blenden wir euch nochmal hier ein. Ich mache die Felge jetzt nochmal mit Druckluft und einem Tuch trocken und dann geht es an die Versiegelung. Gesagt, getan, dazu gibt es nichts weiter auszuführen. Sobald die Felge richtig trocken ist, starten wir mit der Versiegelung und diese ist wirklich super einfach. Sie wird dünn aus und ungefähr 15 cm Abstand gleichmäßig auf die Felge gesprüht. Achte darauf, dass du nicht volle Kanne die Bremsbeläge und die Bremsscheibe einsprühst. Wenn was drauf kann, kein Problem, bremst sich sofort wieder runter. Anschließend nehmen wir ein weiches Mikrofasertuch und verteilen die Versiegelung bzw. polieren Überstände aus. Ich habe es sogar mal probiert, sie stehen zu lassen. Selbst dann sieht man keinen Rückstand, funktioniert also auch so. Die Felge ist jetzt gründlich gereinigt und versiegelt. Wir werden, wie gesagt, das Auto jetzt ein bisschen fahren lassen, dann nochmal hereinnehmen und mal gucken, wie einfach oder schwierig die Reinigung mit der versiegelten Felge ist. Als letztes Finish, gerade wenn es schnell gehen soll, nehme ich ganz gerne Reifenglanzspray. Ist im Endeffekt das gleiche wie normaler Reifenglanz, lässt sich nur aufsprühen. Und selbst wenn man damit auf die Felge kommt, werdet ihr sehen, das trocknet auch ab. Wenn man jetzt die ganze Felge einsprüht, sollte man nachwischen, aber es lässt sich ganz gut dosieren. Und dann ist das Rad einfach nochmal schnell, schön schwarz und das macht einfach ein gepflegtes Gesamtbild. Hier gilt erstmal weniger ist mehr, taste dich heran und sprüh den Reifenglanz dünn auf die Radflanke. Ich kenne es auch von vielen Reifenglanzprodukten, dass sie fleckig werden oder aber die Felge dreckig machen. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Wer da Angst hat, sollte den Reifenglanz vielleicht vor der Felgenversiegelung draufpacken, aber bislang, wir geben jede Express- und Basiswäsche mit diesem Reifenglanz raus und es funktioniert wunderbar und der trocknet gleichmäßig ab. Wirst du noch sehen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass ich hier gerade bei diesen ganzen feinen Buchstaben nicht ewig pinseln und einreiben muss, sondern das Spray kommt natürlich überall ran. Wem das jetzt so glänzend ist, es trocknet natürlich gleich nochmal nach, aber wer es generell eher matt mag, wischt nur einmal mit einem Eulentuch nach, dann wird der Glanzgrad auch nochmal reduziert, aber so finde ich das eigentlich vom Finish ganz gut. Wie gesagt, wer es matt mag, wischt einfach nochmal nach. Ein Schritt weiter ist natürlich die Felgenversiegelung an der demontierten Felge, weil wir kommen ans Felgenbett und auch an die Rückseite ran. Wer also zwischendurch seine Felgen mal gründlich reinigt, dazu haben wir auch schon ein Video gemacht, oder im Saisonwechsel die Felge runternimmt, der kann, bevor er sie wieder raufzieht oder direkt nach dem Runternehmen, auch die Felge gleich komplett demontiert versiegeln. Da ist natürlich der Vorteil, dass du leichter rankommst und auch die Rückseite mit versiegeln kannst. Deswegen zeigen wir auch, wie wir dabei vorgehen. Auch hier gilt das Gleiche, schön gleichmäßig und dünn aufsprühen. Weniger ist in dem Fall mehr. Die Versiegelung ist sehr leistungsfähig, da brauche ich einfach nicht viel Produkt. Also sprühe alles gleichmäßig in deinem Felgenbett und deiner Felgenfront ein. Dann hast du eine hochwertige Versiegelung, die sehr schnell gemacht ist. Hier auch wieder einmal nachwischen, auspolieren, Überstände wegnehmen. Probier es gerne mal aus, wenn du möchtest, wenn es deine eigene Felge ist. Lass das Produkt einfach mal stehen und guck mal, was passiert. Ich war echt überrascht, dass man überhaupt keine Rückstände auf silbernen Alufelgen sieht. Okay, wir haben eine gewisse Zeit vergehen lassen. Wir sehen, die Felgen sind wieder schmutzig. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, ob und wie leicht ob die Reinigung leichter wird und wenn ja, wie viel leichter. Wir starten mal mit dem Hochdruckreiniger. Hier siehst du, dass der Reifen zwar wieder leicht schmutzig geworden ist, aber immer noch sehr gleichmäßig aussieht. Das heißt, Reifenglanz hält auch eine ganze Weile, zumindest optisch. Mal gucken, ob es bei der Wäsche oder ob es die Wäsche übersteht und ob es einen Vorteil bringt, außer der Farbauffrischung des Reifens. Hochdruckreiniger an und feuerfrei. Achte mal auf die Unterseite der Felge, was da an Dreck rausgespült wird. Das Beading ist vorhanden, Sheeting ist vorhanden und wir sehen, der Dreck ist schon weg. Die Felge sieht auf jeden Fall erstmal sauber aus und der Reifen bietet auch recht ordentlich. Das heißt, hat ein wirklich ausgeprägtes Wasserabwehrverhalten. Hut ab. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so extrem erwartet. Also das Beading auf den Reifen hat mich ein bisschen überrascht, muss ich zugeben. Und jetzt mache ich mal hier mit so einem Tuch so ein bisschen die Dreckprobe, auch hier so in den Kanten. Also es ist schon noch ein Hauch drauf, ne, das darf man nicht vergessen, gerade so in den Kanten. Da liegt es natürlich auch mal daran, wie gut komme ich mit dem Hochdruckreiniger hin. Optisch ist die Felge jetzt vielleicht sauber, aber generell würde ich jetzt trotzdem noch mal nachwaschen. Der große Vorteil, ich brauche hier mit Sicherheit keinen Felgenreiniger. Ich würde sagen, wir kerchern noch mal die andere Felge drüben ab und dann waschen wir noch einmal nur mit Shampoo und Felgenbürsten. Wir brauchen jetzt wirklich nur etwas Shampoo. Gar nicht so sehr für den Reinigungseffekt, aber einfach um die Gleitwirkung zu erhöhen, um weniger Kratzer zu verursachen. Dann nehmen wir uns ja mal eine Bürste, schäumen das einmal ein bisschen auf. Die beiden großen Vorteile sind jetzt, oder sehe ich darin, dass ich einmal natürlich viel Material spare, weil
Wer schon mal ein bisschen Fahrzeugpflege eingekauft hat, weiß, Felgenreiniger ist im Reinigungsbereich auf den Liter gerechnet das teuerste. Und ich spare mir diese rostig aussehenden Bremsscheiben, die sich dann wieder die ganze Felge volldrecken. Also mich hat das Produkt, muss ich sagen, und auch die Vorgehensweise überzeugt. Die Anwendung ist wirklich einfach, aber ich nehme mein Fazit schon vorweg. Ich würde sagen, wir machen erstmal sauber und dann sprechen wir später nochmal. Reinige die Felge nach deiner, ich sag mal, Favorite-Methode. Wie gesagt, du hast hier keinen großen Felgenreiniger-Einsatz, deswegen kannst du relativ schnell durcharbeiten. Brauchst nicht lange warten, brauchst nicht viel Schutzausstattung, wenn du einfach nur Autoshampoo benutzt und sparst eine Menge Material. Ich nehme ganz gerne für die Front einen Chenilhandschuh, fürs Bett natürlich eine Felgenbettbürste, anders komme ich da nicht ran. Für die Radbolzenlöcher einen kleinen Pinsel und, wenn es nötig ist, für den Reifen eine Reifenbürste. Aber wie gesagt, zum Thema Felgenreinigung haben wir ein eigenes Video. Wir spülen nochmal ab und sehen, Beading ist immer noch da. Also die Versiegelung ist tatsächlich auch mechanisch stabil, erstmal zumindest bei der ersten Wäsche und hält auch diese Wäsche erstmal ab. Also wir müssen nicht nach jeder Wäsche nachversiegeln, was natürlich ein großer Vorteil ist. Wie gesagt, für die Optik hätte auch der Hochdruckreiniger gereicht. Optisch waren die Felgen schon danach sauber. Es gibt so Fahrzeugmodelle, da ist die Bremsbacke oder die ganze Bremsanlage einfach so voluminös im Verhältnis zur Felge, dass man einfach nochmal ein Stück vorrollen muss oder die Felge demontieren zur Reinigung. Das habe ich jetzt hier gerade nochmal gemacht. Die Felge ist somit jetzt sauber und einfach sauber. Ein Teil des Fazits habe ich ja vorweg schon gesagt. Ich finde, das Produkt lohnt sich wirklich, gerade für die Eigenanwendung ist es auch eine gute Alternative zur Keramik. Wenn man das hin und wieder mal auffrischt, hat man einfach viel weniger Arbeit und spart sich eine ganze Menge Chemie. Falls noch Fragen sind, gerne in die Kommentare oder bei Instagram oder per E-Mail info@autolackerfen.de. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Hau rein!